Hi Leute, da bin ich wieder und wir sind wieder bei Thea's Awakening. Dieses Mal schaffen wir es hoffentlich, die Folge mal richtig zu beenden. Nee. Nein. Das darüber... Also nein, passt schon so. Das hier sind die Scouts. Die Scouts brauchen den ganzen Kram nicht. Die brauchen aber wieder normales Holz jetzt gleich. Die haben ganz viel Darkwood gesammelt. Ah, aber sie haben auch endlich die nötigen Schnüre. Da. Mein Gott, die Menge an Sachen, die wir dabei haben immer. Oh, wer trägt denn uns denn das für? Ich finde tatsächlich, da könnten wir mal was... Scouts... Wer ist denn der, die Axt trägt hier? 15 Schaden. Wie wär's denn hiermit? Damit hast du zwar einen Schaden weniger, oder das 3 Poison. Okay. Schauen wir nochmal, dass auch ja jeder seine Ausrüstung dabei hat. Mhm. Ach genau, jetzt weiß ich, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte zum einen natürlich den ganzen Kram aufräumen, damit die den nicht ewig rumschleppen und den auseinanderbauen. Cured and dried strips of meat. Straps of meat. Wer hat diesen best before date? Achso, die lange halten. Jetzt hat. Es hat gerade gedauert, bis ich das kapiert habe. Die braucht ihr nicht, ihr habt Pilze. Und ihr habt auch gleich wieder viel mehr Pilze, nachdem wir hier die fröhlich hochstecken. Die Scouts kriegen mal so 100 Pilze da. Und ihr gebt bitte die Hälfte von euren Heilkräutern ab. Die braucht ihr auch nicht mehr. Mein Gott. Dass ihr auch euren Müll damit umplatten müsst. Mhm. War das nicht vorhin mal 3? Bin verwirrt. So. Was wir aber auch machen, ist aus der Stadt. Wir haben noch ein Kind, das erwachsen werden kann. Nein, das ist nicht das... Ich möchte das Equipment des Scouts überprüfen. Und dann irgendeinen von denen, der gerade noch nicht so viel... Du hast ja überhaupt noch nichts dabei. Haben wir hier keine Rüstung mehr für dich, die schwerer ist oder so? Schauen wir nochmal schnell nach. Das hat mich jetzt gerade verwirrt. Ah, okay. Tatsache. Na dann. Ihr bleibt auf jeden Fall nicht hier voll rumsitzen. Schaut euch mal die Schmiede an. Hidden away in a quiet alcove, you discover a single house amongst ruins of some old town. There is smoke coming from the chimney and the sound of hammering inside. This is clearly a smithy. You notice an unusually large pile of rocks sitting by the house. As you approach, the hammering stops and a dwarf walks out to greet you. That's far enough, strangers. You do not want to anger Chael. She gets very jumpy, that one.
The pile of rocks opens its eyes and stares at you. It's definitely a rock troll. Who cares if you or your friends are jumpy? Then we're just passing by. We got our invite. Our village is not from here, but we've never seen you. Hey, no village, aye. Well, truth be told, I move around me, and I don't like trust any stranger coming to see me. Unless I want you to, you will not find your way here, hence the invite. And this brings me to why you did find me. I have a wee problem, and if you help, I will give you a full set of armor with some good weapons and all. You see, I've got me a kind of, well, a female problem. Well, it's kind of embarrassing. You know, us fallen dwarves, that is, the ones who stayed behind when the darkness came, we tend to be solitary types, at least when it comes to females. After all, no dwarven woman chose this sad fate, or at least not one I know of. In any case, the story cut short, there is a cute demon girl, the nice type, mind you, living nearby, and, well, I tried impressing her with my smithing, but she doesn't like weapons. I tried sweet talking, but turns out it ain't my best feature. So if you go and convince her to go out with me, I will give you the prize. This is a serious matter, mind you. She can get a bit nasty if you're not careful, and I've been trying for decades now. Anyway, I don't know how much you do know of them water demons, but just try not to dance with her. And probably avoid going for a swim, and, well, just be careful. She's a sneaky one. Hey, hold your horses, human. What's with the racism, eh? Just you wait till you see her, then tell me dating demons is off the menu. You know us dwarves, we have good heads for that enchantment shit, so I figure she ain't gonna bedazzle me or anything, and you know, I think we'll get along just fine. Okay. Excellent. Here's a map of the local area. I marked roughly the spots where she hangs out, but I think she may be on the move with her sisters, so just, yeah, watch out. Her sisters? Whatever, fine. Off I go to convince a demon to date an old dwarf. Ach genau, ich wollte ja auch die Schatztinge erkunden. Eigentlich. Oh. Leben, 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 leben. Was sagt die Zeit? 7 Minuten. Strength, Damage, Will. Will, Speech, Armor, Herbalism, Health, Magic. Okay. Sehr schön. Ihr seid verfügbar. Heißt, ihr könnt jetzt den Brunnen bauen. So, ja, das ist klar. Das sollte ja fertig sein. Sandstein. Schön. Mehr Holz, mehr Pilze und Fleisch. Ich glaube, wir machen jetzt mal die Sachen kaputt, die wir nicht mehr brauchen. Ja. Das ist eh viel zu viel Zeug. Ich weiß, das ist jetzt nicht immer das Klügste. Aber es sind einfach viel zu... Ups, das sollten wir vielleicht behalten. Es sind einfach viel... Ja, okay, der hier ist einfach besser als der hier. Deswegen... Sehr schön. No, ich kann mein Essen nicht wieder in Rohstoff verwandeln. Green Gemstones. Gems give a random skill bonus upon crafting weapons and armor. The rarity of the gem improves the strength bonus. Oh, damit sollte ich mal was bauen dann. Production, Construction. Und als nächstes bauen wir auch noch ein Cabbage Field. Ich bin der Meinung, wir haben jetzt lang genug hier rumgegondelt. Und nichts gemacht. Drei und dann nochmal 4. Sind wir auf 7 insgesamt oder so sind wir schneller, glaube ich. Also, ich weiß, dass wir jetzt sozusagen weniger... Hirn, warum tust du mir das mal? Ich weiß, dass es nicht das unbedingt effizienteste sein muss, aber es ist das, wo wir sozusagen am schnellsten die Sachen dann haben. Important Objects of Power. They grant various bonuses to those who carry them. Okay.
Na gut, also dann, was ich jetzt versuchen möchte, wäre vielleicht, was bringt das hier? Bows serve as a good support weapon for those who stand further away. Ach so, dann können meine Fernkämpfer wahrscheinlich... Na gut, dann bauen wir doch mal einen Bogen. Ich weiß nicht, was möchten wir denn testen? Das klingt alles sehr, sehr praktisch. Da würden wir halt viel freischalten. Wahrscheinlich, ja, machen wir das mal. Ah, perfekt. Shields, mittlere Rüstung und schwere Rüstung. Sehr schön. Dann tun wir hier auch gleich mal in die Bauliste was rein tun noch. Crafting, Light Armor, Holz, du und du. 6 Rüstung, was passiert, wenn wir das hier austauschen? 6 Rüstung, was passiert, wenn wir dich hier einbauen? 5 Rüstung, dich. Was passiert bei Doppelleder? 7 und 2, das ist doch gut. So, okay. Alle am Arbeiten. Sehr schön. Haben wir uns alles gekrallt, was wir brauchen. Okay. Komm schon. Danke. As you make your way through the terrain, your herbalist spots an area. Your herbalist carefully picks the right herb. Ich werde das nie machen, dass ich da weitergehe. Welche riesigen Spinnen-Aggro. Da sehe ich überhaupt keinen Bedarf dran. Wir haben den schönen hier. Und den können wir einfach auf irgendjemanden tun, der jetzt ein bisschen Tragplatz hat. Damit sollten wir jetzt hier mal in der Lage sein, auch irgendwas zu sammeln. Und wir gehen... Was habe ich gesagt? Ach genau, wir erforschen die Schatzkisten, war meine Idee. Deswegen... Komm her. Laufen. 2. Ups, was ist das? Achso, ja, da soll auch keiner dran arbeiten, die sind hier noch beschäftigt. Das ist weiter in der, okay. Dann Fledermäuse. You stumble across some ruins. You open one of the buildings, a strange-looking stone and metal-built affair, and you hear a clunking noise, then a blunt thud. Da kommt wieder das eine Skelett mit seinen Ratten. Darauf sollten wir inzwischen mal vorbereitet sein. Hoffe ich zumindest. Ach, wie schön. Er hat das Skelett zuerst hingeklatscht. Das hat Stufe. Ich würde es ja eigentlich sehr gerne stabben. Ah ja, und ich kann danach auch noch jemanden mit einem Schild hinschmeißen. Damit halt nicht sie jetzt den Schaden kriegt. Ein Schaden. Ich komme mir so vor wie vorhin die Runde, wo ich ziemlich nutzlos war. Na dann, komm rein. Du bist eh ziemlich heftig. Er sieht auch so böse aus. Bei ihr passt es total. Ihr passt aber auch ziemlich, dass sie recht harmlos aussieht. Ich möchte tatsächlich, dass er nochmal eine Ratte reinschmeißt. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass das gut geht. Ja, verdammt, ich werde nicht alle töten können, aber das Skelett ist weg. Jetzt greift die eine Ratte sie noch an. Und jetzt kommt sozusagen der Rückstoß.
Sehr schön. You search the buildings Wow. and discover a supplies store still intact. Na, aber sehr viel gemischt Zeug. Was bringst du denn? Du bringst nicht viel. Ach verdammt, das ist ja gar nichts. Meh. Ja, dass ihr nichts tun könnt, das war zu erwarten. Ja, dieses Mal schaffen wir es aber. Weil 2 Sickness sollten wir dann doch überwinden können. Ja, das soll schon passen. Ist nicht die beste Hand zum Anfang, aber hey. Counter-Taktik. Einer ist draußen. Dann spielen wir einfach irgendwas hier. Irgendeinen Rest dazu. Vielleicht könnte ich ihn auch noch verwirren. 4, 5, 6, 7, 8, aber der Schaden reicht halt leider so oder so nicht. Deswegen kann sich auch hinstellen. Opponent's Turn. Ja, was macht der Opponent denn? Dieses Geräusch ist aber immer noch nicht mein Lieblingsgeräusch. Tatsächlich tut er ziemlich weh. Jetzt kommt gleich die One-Hit-Hexe. Sehr schön. You execute your plans with perfection. The animals eat the bait and soon collapse in pain. Perhaps some have gotten away, but at least half of the pack. But you got at least half of the pack. So. Oh, hübsch. Verdammt, ich bin wieder falsch gelaufen, oder? Ja. Du wirst noch erstmal ignoriert, Smithy-Ding. Aha. Ja, genau, bitte. Verkrümelt's euch einfach. Was ist denn das hier? Ah, das sind exotische Früchte. Okay. Ich hätte... Ah, verdammt, ich muss das mit dem Lager jetzt mal richtig machen. Okay, da nähert sich ein Spinnenpack, oder? Ah, nee, das... Okay, die sind unwichtig. Also, nicht unwichtig, ungefährlich wahrscheinlich. Da ist nichts, was ich sammeln kann. Das ist unschön. Ahaha. You come across a hidden stash, and it looks like whatever is inside. You have your loot safe in hand, but Ich renne wie jedes Mal hier weg. Ich versuch's nochmal. Schau mal, was das bringt tatsächlich. Okay. Ein Bär, ein Wolf und 4 Heuchen. Okay, unschön. Hätte ich vielleicht bei was Leichterem testen sollen. Du
schuldest dich vor eventuellem Bashing oder Speerschaden, meine ich natürlich. Oh Gott, der Bär sieht ja mal fürchterlich aus. Ich bin echt froh, dass der verwirrt ist und wir den töten können, bevor er angreift. Sie ist echt stark, also sie ist so One-Hit-mäßig, weil sie kein Schild hat. Aber sie macht den Job halt echt gut. Das sollte schon klappen. Ja, verdammt. Nein, nicht gut, gar nicht gut. What the... Okay. Wir kriegen von der Seite auf jeden Fall schon mal alles weg. Nein, die töten mein Medic. Oder? Na, obwohl tatsächlich nicht. Auch nur weil die hier wunderschön durchschneiden jetzt. Phew. Was ist das denn? Alvin is known for its unusual qualities. Thus this heavy armor is much tougher than the enemy may think. Oh. Sehr schön. Ja Gott, der müsste so oder so campen, damit er nicht drauf geht. Aber was wir auch noch machen ist, wir rüsten jetzt noch in dieser Folge die bessere Ausrüstung davon aus. Da beenden wir die Folge. Armor, Shielding. Sie kann das Ding eh nicht tragen. 10 Rüstung, 2 Dexterity. Was sagst du denn dazu? Das sollte doch jetzt gut sein. Ich meine, sie macht ja eh schon einen guten Job immer. Dann danke ich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. War wie immer lustig mit euch. Master Sus, lasst ein Like und Kommentar da. Master Sus, over and out.